Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zu zwei mobilen LED-Videolichtern von Zhiyun. Als erstes möchte ich aber sagen, ich nehme hier jetzt heute das Video mit dem DJI Osmo Pocket 3 auf, zusammen mit dem DJI Mic 2, deswegen ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, die Qualität ist ausreichend gut, werde es aber erst im Nachhinein sehen, und falls da ein bisschen was schlechter da sein sollte, Entschuldigung dafür. Jetzt aber zurück zu den Lichtern. Wie gesagt, es geht um zwei neue Lichter der Firma Zhiyun. Die werden am 13.03. veröffentlicht. Das Video sollte auch am 13.03. online gehen. Jetzt ist natürlich schon ein bisschen früher. Ich habe die Lichter von Zhiyun fürs Review zur Verfügung gestellt bekommen, darf meine Meinung aber wie immer frei äußern und werde dafür nicht bezahlt. Wie gesagt, es handelt sich hier um zwei mobile LED-Lichter. Das Besondere daran, die haben ordentlich Power. Wir haben hier einmal die Version mit 100 Watt, den CX100, und hier die Version mit 25 Watt, den CM25. Und beide Lichter sind schon ordentlich hell. 100 Watt, das hat man sonst eigentlich nur bei Studiolichtern, also Studio-LED-Strahlern, wo dann natürlich fest angebunden sind an der Steckdose. Hier sind beide Lichter jetzt mit einem Akku versehen, sodass ihr das einfach mobil mit euch mitnehmen könnt. Beginnen wir einfach mal mit dem CX100. Ihr habt hier ein für 100 Watt schon recht kompaktes Licht. Also ihr habt Abmaße von 20 cm auf 10 cm und mit dem Reflektor auch eine Tiefe von 10 cm. Das Gewicht beträgt ungefähr 815 Gramm. Das ist also ja schon relativ leicht für so ein starkes Licht. Ihr habt einen Akku verbaut. Die genaue Größe weiß ich jetzt hier nicht. Falls ich das jetzt noch rausbekomme, dann blende ich euch das hier irgendwo ein. Der Akku hält bei voller Leuchtleistung, also bei vollen 100 Watt, ca. 30 Minuten. 30 Minuten hört sich jetzt erstmal nicht so viel an. Ihr müsst aber bedenken, das ist einfach ein 100 Watt Strahler. Und 100 Watt Strahler ist schon ordentlich hell. Das Ganze ist von der Verarbeitung auch relativ gut verarbeitet. Also ihr habt hier einen Plastik-Metall-Mix beim Gehäuse und auch beim Akku. Ihr habt zwei Regler und einen Taster hinten, mit dem ihr das komplette Licht steuert. Ihr habt hier so einen kleinen Reflektor, der ist innen natürlich wie ein Reflektor beschichtet, und habt hier vorne noch so einen Gummidiffusor drauf. Den könnt ihr auch abnehmen, dazu aber gleich später. Jetzt starten wir das Ganze erstmal. Ihr habt hier hinten einen Taster, und das Ganze lässt sich eigentlich wie eine Drohne von DJI starten. Ihr drückt einmal kurz und einmal lang. Das Ganze fährt hier hoch und ich mache es mal ein bisschen dunkler. Ihr habt hier eine LED-Anzeige mit 4 LEDs, welche euch einfach den aktuellen Zustand des Akkus zeigen. Ihr habt dann hier zwei Drehregler. Der eine Drehregler ist für die Helligkeit verantwortlich, der andere für die Farbtemperatur. Und die Farbtemperatur könnt ihr hier zwischen 2700 und 6500 Kelvin einstellen. Wenn wir jetzt den Regler mal ein bisschen hochdrehen, dass wir hier mal ein bisschen Licht rausbekommen, dann seht ihr, ich kann die Farbtemperatur ändern, und das passt soweit auch. Also ihr könnt da von 2700 Kelvin bis 6500 Kelvin alles einstellen. Das Problem dabei, ihr habt keine digitale Anzeige. Ihr habt hier zwar den Regler, und der ist auch so ein bisschen beschriftet, einen genauen Kelvin-Wert könnt ihr aber einfach von Hand hier nicht einstellen. Das müsst ihr also dann vielleicht ausmessen, dass ihr da den passenden Wert rausbekommt. Ist natürlich jetzt ziemlich ungenau zum Einstellen. Und genauso verhält sich es eigentlich auch mit der Helligkeit. Ihr habt hier den Regler für 0 bis 100% Helligkeit, und wie ihr seht, bei 100% ist das Ganze auch schon ordentlich hell. Ihr könnt es runterregeln bis aus, aber ihr könnt es jetzt nicht in 1% Schritten oder sowas regeln. Das ist also auch relativ ungenau, und wenn ihr hier genaue Prozentwerte bräuchtet, dann ist das Licht so vielleicht nichts für euch. Ansonsten macht es einen relativ guten Eindruck. Also von der Steuerung her und so weiter, das funktioniert alles super schnell. 100 Watt ist ordentlich Power dahinter. Wie ihr seht, das ist schon ordentlich hell. Es ist schon sehr gut für einen mobilen LED-Strahler. Im Studio selbst würde ich das jetzt vielleicht nicht so verwenden. Für den Preis bekommt ihr da auch schon andere Geräte, die das ein bisschen genauer einstellen lassen. Aber für unterwegs ist es schon eine gute Sache. Was ihr dann hier noch verbaut habt, ist ein aktiver Lüfter. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil der ist gar nicht laut. Wenn der bei voller Helligkeit irgendwann dann mal anspringt, dann ist der trotzdem fast nicht hörbar. Ihr könnt das Licht also ohne Probleme eine Armlänge oder so von euch weglassen vom Mikrofon und werdet das auf dem Mikrofon dann auch nicht hören. Das ist also wirklich sehr gut designt. Ihr müsst nur aufpassen, es wird eben ziemlich heiß. Ihr seht hier vorne auch die Kühlrippen, und die sind wirklich so, dass die warm werden. Da ist auch ein Warnhinweis dabei, dass das bis zu 150 Grad heiß werden kann.
Da solltet ihr einfach keine entflammbaren Sachen hinbringen und natürlich auch eure Finger davon lassen. Laden könnt ihr das Ganze über USB-C hier unten oder mit einem Anschluss mit 24 Volt DC. Da könnt ihr also zwei verschiedene Arten verwenden, um das Ganze zu laden. Ich würde euch dann natürlich USB-C empfehlen. Im Lieferumfang ist auch ein 1 Meter USB-C auf USB-C Kabel enthalten. Da könnt ihr das Ganze dann also auch im Betrieb aufladen. Das funktioniert sehr gut. Und ja, für einen mobilen Gebrauch natürlich mit einer Powerbank oder sowas noch die Möglichkeit. Aber ansonsten ist der Akkubetrieb natürlich das, mit dem man das Licht am meisten betreiben wird. Ihr habt, wie gesagt, ja hier vorne den Reflektor und der lässt sich hier auch, der ist hier verriegelt, der lässt sich entfernen. Auch der Gummidiffusor lässt sich natürlich entfernen und ihr seht dann hier die LED. Jetzt habt ihr hier einen kleinen Mount, da könnt ihr so erstmal nichts wirklich groß montieren. Es gibt von Zhiyun aber einen Adapter, dass ihr hier einen Bowens Mount Anschluss bekommt. Und der Adapter ist dann sehr cool, weil ihr habt an dem Adapter unten auch eine Halterung für ein Lichtstativ dran und die braucht ihr natürlich, wenn ihr hier einen großen Reflektor montiert. Wenn ihr da zum Beispiel so ein Aperture Light Dome oder so hinmacht, dann könnt ihr zwar über die 2/4 Zoll Gewinde das Ding auf ein Stativ stellen, das wird euch aber immer nach vorne weggehen, weil eben das Gewicht vorne dran zieht. Mit dem Adapter habt ihr dann eben die Möglichkeit für ein Lichtstativ und dann ist das Ganze auch ziemlich sicher und hält wirklich sehr gut. Und dann kommen wir zum CM25. Das hat, wie der Name schon sagt, 25 Watt LED-Leistung und das ist auch schon sehr hell. Also gerade das Licht werdet ihr normalerweise auf einer Kamera oder sowas oben montieren, wenn ihr vloggt oder irgendwie sowas. Und da sind 25 Watt auch schon wirklich sehr hell. So ein Aperture MC hat, glaube ich, 8 Watt und der kann auch schon relativ hell leuchten. Das hier ist nochmal ein ganz anderes Level. Ihr habt hier einen 2000 mAh Akku verbaut. Bei voller Leuchtleistung hält euch der so circa 35 Minuten. Der Wert an sich ist jetzt erstmal nicht so toll, aber wie gesagt bei 25 Watt. Und ihr werdet das Licht selten auf voller Leuchtstärke auf euch zeigen lassen oder sowas. Weil 25 sind schon ordentlich. Ich mache das hier jetzt mal an. Ihr habt hier keinen Taster zum Starten. Ihr habt hier nur den Regler für die Leuchtstärke von 0 bis 100%. Und wenn ihr den ein bisschen dreht, dann geht das Licht auch schon an. Und ihr habt hier aber genau dasselbe Problem wie an dem CX100. Das Ganze lässt sich halt nur so halbwegs, sicher, sauber, genau einstellen. Also ihr habt den Regler, der ist auch beschriftet, aber es ist mehr so zum ein bisschen grob orientieren. Ihr habt keine LED-Anzeige oder sowas, die euch den genauen Prozentwert ausgibt, genauso für die Farbtemperatur. Deswegen lässt sich auch hier mehr oder weniger nur schätzen, was ihr einstellt. Ihr müsst das Ganze also auch ausmessen, wenn ihr das genau nutzen wollt. Hier habt ihr dann auch die Möglichkeit, die Farbtemperatur noch zwischen 2700 und 6500 Kelvin zu verstellen. Wie gesagt, eben nicht so genau, wie ihr das mit einer LED-Anzeige machen könntet, aber ich sag mal, für die groben Sachen reicht es auf jeden Fall. Die 25 Watt, wie gesagt, sind ordentlich hell, da geht schon ordentlich was. 35 Minuten bei voller Lichtstärke und ihr habt auch hier natürlich ein Viertelzoll Gewinde, damit ihr das Ganze montieren könnt. Auch hier habt ihr dann einen aktiven Lüfter, der ist aber genauso wie beim CX100 so leise, dass ihr den normalerweise auf dem Mikrofon nicht hört. Wenn ihr den jetzt auf der Kamera oben montiert habt und über das Kameramikrofon euren Sound aufnehmt, was ich euch nicht empfehle, dann kann es sein, dass ihr vielleicht ein leichtes Lüftersäuseln hört oder sowas. Aber ansonsten, sobald ihr das Ding ein bisschen von euch weg habt auf der Kamera und so einen Arm weit weg oder vielleicht so 20, 30 cm, ihr hört da auf dem Mikrofon nichts mehr. Das ist also wirklich sehr gut gelöst. Von der Größe seid ihr hier bei ca. 14 cm auf 8 cm auf 4 cm Tiefe und bei ungefähr 300 Gramm Gewicht. Also auch hier für einen mobilen Einsatz wirklich sehr gut geeignet. Auch das Licht wird über USB-C geladen. Ein 1 Meter USB-C auf USB-C Kabel ist da mit dabei. Da ist also alles gegeben, dass ihr das schön laden könnt. Ihr habt natürlich keinen Adapter dabei, aber das ist bei so ziemlich keinem Licht mehr so dabei. Beide Lichter sollen wie gesagt am 13.03. veröffentlicht werden, zum Preis von ca. 200 € für das CX100 und ca. 70 € für den CM25. Die Preise gehen soweit in Ordnung, man muss halt im Hinterkopf behalten, es sind mobile Lichter und so mobile LED-Strahler mit 100 Watt vor allem gehen 200 € schon in Ordnung.
Es gibt aber Rabattcodes, die packe ich euch unten mal in die Beschreibung, da kriegt ihr das Ganze deutlich billiger und dann lohnt sich's auf jeden Fall, wenn ihr eben für den mobilen Einsatz ein gutes LED-Licht sucht. Alles in allem bin ich mit beiden Lichtern sehr zufrieden. Ich hatte jetzt schon ein paar Mal im Einsatz draußen und es hat halt schon den Vorteil, dass ihr da mal ordentlich Leuchtpower dahinter habt. Gerade bei dem 100 Watt Strahler, ich nenne es mal Strahler, ist es schon recht ordentlich. Da bringt ihr schon richtig, ja, Licht ins Dunkle. Wie gesagt, das war es erstmal so von mir. Ich packe euch alles in die Beschreibung, da könnt ihr euch das noch genauer durchlesen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.